Hallo zusammen, hi everyone. Jetzt mal das zweite Bild mit Vinylkleber, Farbe und Alkohol. Ich habe ja noch schwarz übrig vom letzten Video. Ich habe angekündigt, dass ich noch mal eins mache. Gold, Kupfer und dieses Reflektionsgrün, also wie so Neongrün. Und habe mir jetzt spaßeshalber, um ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu bringen, nochmal dieses Reflektionspink, also rosa, angerührt. So, ich weiß nicht, ob ich es vorher gesagt habe, beim letzten Video, der Keilrahmen ist 24 auf 30 cm. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier oben rechts, mal schauen, ich habe es euch verlinkt, ist auch interessant. So, was ich vielleicht jetzt noch machen möchte, und zwar, ich mache jetzt auch spaßeshalber einen Tropfen Silikon rein, einfach nur zum Testen. Ist jetzt nur die Frage, wo. Jetzt passt mal auf, ich mache es mal ganz untypisch, und zwar in Schwarz rein, nur ein Tropfen. In Schwarz mache ich es normalerweise nie rein. Ups, naja gut, 1,5 Tropfen, gebe es dazu. Also von diesem 300er, von der Viskosität her. Okay. Gut. Ich mache wieder ein Dirty Pouring. Ich fand, dieser Effekt kam da richtig cool raus, so werde ich es jetzt auch nochmal machen. Ich fange jetzt auch mal wieder mit Schwarz an. Mache es auch wieder so ein bisschen so schichtweise rein. Jetzt mischen wir das mal schön mit bunt. Diesen Pink. Von den Farben machen wir mal ein bisschen mehr rein. Ist mir letztes Mal schon aufgefallen, weil die verschwinden doch sehr. Weil die natürlich dünn, flüssig und transparent sind. Drehen wir es mal um. Was haben wir noch nicht? Kupfer haben wir doch. Ja, wir fangen wieder an mit Schwarz. Und wie gesagt, ich habe es ja nur mit Alkohol gemischt und nicht mit Wasser. Und wer das erste Video noch nicht gesehen hat, das heißt Wodka, 40%. Drehen wir es mal ein bisschen. Und das sind jetzt eigentlich die Restfarben, was ich hier noch übrig habe. Habe es auch etwas dicker gelassen, weil dadurch kann man bessere Strukturen machen. Ich denke mal, da reicht ein Becher, was ich jetzt hier mache. Und dann sind die Farben nämlich auch leer. Babella. Wie gesagt, nur in Schwarz habe ich, ja, ich sage jetzt mal 1,5 Tropfen reingemacht von Silikon 300. Und an Farbe dürfte es auf jeden Fall reichen, das ist fast zu viel Farbe schon wahrscheinlich. Aber gut. Okay, das war's. Jetzt bin ich mal gespannt. Einerseits, wie es ist mit diesem Silikon. Ihr könnt es auch hier gut sehen nochmal, ich kann es euch mal nochmal zeigen. Okay, lasst uns überraschen. Auf jeden Fall wird es jetzt ein bisschen bunter. Und ich kann es nochmal sagen, wenn ihr das hier ein bisschen dicker lasst, könnt ihr hier schöne Musterstrukturen rausbringen.
Und natürlich auch schöne, feine, dünne Linien zum Schluss. Ihr seht's. Einfach so Spaß. Ja. Okay. Let's do this. Man merkt auch schon das Silikon. So, jetzt ziehen wir das hier mal noch etwas auseinander, ganz wichtig. Aber ich finde, es gibt halt einen super Effekt, weil einfach der Alkohol, ja wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, wie so ein Fließverbesserer wird. Jetzt verschwimmt halt etwas mehr. Und da habt ihr auch nichts anderes wie, ich sage jetzt mal nochmal übertrieben gesagt, wie dieser Cloud-Effekt. Ohne dieses Satin Animals. Wo ich ja wie gesagt erfahren musste, dass es anscheinend nur mit Weiß geht und nicht mit anderen Farben. Und Weiß natürlich überall ausverkauft ist und ich keins herbekomme. Darum habe ich mir dieses einfallen lassen. Weil man ist ja kreativ. Haha, lol. So, jetzt bringen wir es einfach nur noch in die richtige Bahn. Das heißt, wir schieben uns das so hin, wie es gefällt. Aber ich denke mal, so ist ganz gut schon. So werde ich es lassen. Da haben wir natürlich wieder einen Silikonfleck, das mag ich gar nicht. Den stopfen wir zu. Die Kanten noch ein bisschen zumachen und da wo natürlich frei ist, kann man immer einen Tipp geben, nehmt viel Farbe und stopft die Löcher. Nicht einfach nur so stopfen, weil bringt nicht viel. Wenn ihr hier dick drauf macht, dann funktioniert es besser. Okidoki. So, ich überlege mir jetzt, ob ich es noch erhitze oder nicht. Ich werde es vielleicht kurz erhitzen. Ich möchte ja nicht hier alles voller Zellen wieder haben, weil die Zellen bilden sich dann schon auch von alleine. Und wie gesagt, ihr braucht keine Angst haben, ich kann es mit dem Brenner machen, mit dem Feuer, also da brennt nichts, weil der Alkohol ja dann so verdünnt ist. Schaue ich erstmal, wie das Silikon reagiert. Ohne dass mir zu viel Silikon wieder entsteht. Okay. Fertig, aus. Fast zu viel schon wieder. Okay, cool. Ich würde sagen, ich lasse es jetzt mal wieder für 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch von nahem. Natürlich, das Silikon arbeitet jetzt noch stärker durch den Alkohol. Ich hoffe nicht so viel. Aber nur für euch einfach auch. Wie gesagt, das letzte Bild war ja ohne Alkohol. Ohne Silikon, Entschuldigung. Und dieses Mal habe ich es jetzt einfach mal probiert mit einem 1,5 Tropfen Alkohol. Aber ihr könnt beides machen. Ne? Wer keine Zellen mag, macht es ohne Silikon. Wer ein bisschen Blubberblasen mag, macht es mit Silikon. Fast zu viel schon wieder. Also ich zeige es euch gleich nochmal von nahem. Dann bis gleich. Und so Freunde, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Hat auch was.
Ich finde nur leider zu viel Zellen schon wieder. Also hier habt ihr ein richtiges Feld von Zellen. Da habe ich ja nur leicht erhitzt. Aber gut, hat was. Hier, das finde ich halt genial. Diese Streifen hier. Da kommen dann schon wieder die Zellen. Klar, dieses Reflexionsgrün oder dieses Pink, das verläuft halt ziemlich stark, weil wie gesagt transparent ist. Aber gut. Ne, ich finde es trotzdem cool geworden. Mir gefällt zwar das erste Bild besser, ohne Silikon. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Ist auch cool. Gut. Dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke auch nochmal für meine Unterstützer von meinem Kanal. Ihr helft mir sehr. Und dann wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.